Das ist Irene und seit 3 Jahren verzichtet sie komplett auf Zucker. Verschwinde. Ich erzähle das schon selbst. Vor 3 Jahren habe ich beschlossen, auf Zucker zu verzichten. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es musste. Vor 3 Jahren war ich ein echter Dessert-Junkie. Wenn ich wollte, konnte ich ohne Probleme einen ganzen Kuchen ganz allein verputzen. An Süßigkeiten vorbeizugehen, das war für mich damals absolut unmöglich. Aber eines schönen Tages kam mein Zahnarzt wohl zu dem Schluss, dass ich in meinem Leben noch zu wenig Probleme habe. Also hat er mir kurzerhand ein neues verpasst. Sie haben eine genetische Veranlagung zu Karies. Hören Sie auf, Süßes zu essen. In diesem Moment stand für mich fest: Schluss mit Süßigkeiten. Der zweite Grund war die ständige Schwankungen meiner Energie und meiner Laune. Der dritte Grund kam erst später. Aber genau er war derjenige, der mich durchhalten ließ. Was das war, erzähle ich euch später. Du warst doch immer die Vernünftige in diesem Haus. Der Verzicht auf Zucker war verdammt hart. Vor allem, wenn man ein Kind zu Hause hat, das Süßigkeiten über alles liebt. Das war die erste große Herausforderung und sie hat meine Willenskraft komplett auf die Probe gestellt. Das zweite Problem war, das ich früher gar nicht bemerkte, dass Zucker fast überall drin ist. Every time I need to go, every time I need to know, bitch, please call me now. I don't wanna win the war, win the war, win the war, win the war, win the war. Bitch, please call me now. I don't wanna win the war. Bitch, please call me now. I don't wanna win the war. Auch wenn man sich vornimmt, auf Zucker zu verzichten, bleibt die Lust auf Schokolade trotzdem. Was hast du getan? Konntest du dich nicht zusammenreißen? Am Anfang hatte ich ständig Rückfälle. Der Zuckerentzug war richtig schwer. Und wenn du allein wohnst, macht dir das Leben leichter. Heute versuchen erst gar nicht ins Haus. Kein Zucker in den Schenken, nirgendwo. Denn genau in dem Moment, in dem du fast schwach wirst, darf einfach nichts da sein, was dich verführt. Zucker macht süchtig. Ein Stück Kuchen und dein Blutzuckerspiegel schießt hoch wie der Bitcoin 2017. Dein Körper reagiert sofort. Dopamin wird ausgeschüttet, das Hormon für Freude und Belohnung. Dein Gehirn speichert das ab, Kuchen gleich Dopamin, und schon steht fest: Das war genial, das will ich wieder. Also beschloss ich, dass es keine Rückfälle mehr geben würde. Die ersten 3 Monate komplett ohne Zucker waren ein echter Test für meine Willenskraft. Ich habe alles selbst gekocht. Und wenn ich Lust auf Süßes hatte, gab es einfach Obst. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Früher war mein Leben wie eine Achterbahn.
Jeden Morgen begann mit einer Tasse Tee und einem Croissant oder mit Quark und Marmelade oder etwas anderem, aber genauso Süßem. Am Morgen fühlte ich mich richtig gut, voller Energie und Motivation. Doch nach einiger Zeit merkte ich, wie alles langsam absackte. Die Gedanken wurden schwerer, die Beine müder und ich fühlte mich einfach ausgelaugt, als hätte jemand den Stecker gezogen. Und um wieder in Schwung zu kommen, brauchte ich das nächste Stückchen Süßes. So wurde der ganze Tag zu einem ständigen Auf und Ab. Die erste Zeit ohne Zucker hat sich wirklich seltsam angefühlt. Ständig hat der Heißhunger angeklopft und meine Stimmung vor Achterbahn. Meine Familie hat schon Sicherheitsabstand gehalten, weil ich wie eine tickende Zeitbombe rumgelaufen bin. Aber nach einer Weile hat sich alles gedreht. Der Heißhunger war weg und statt des üblichen Mittagstiefs hatte ich plötzlich Energie ohne Ende den ganzen Tag lang. Und dann geschah das, womit ich am wenigsten gerechnet hatte. Etwas, das alles verändert hat. Früher litt ich fast jede Woche unter Migräne. Zuerst merkte ich gar nicht, dass die Anfälle immer seltener wurden, bis sie eines Tages ganz verschwanden. In diesem Moment wusste ich, ich werde nie wieder Zucker essen, denn wie sich herausstellte, war er die eigentliche Ursache meiner Migräne. Aber ehrlich, wie lebt man ohne Desserts? Wie feiert man Geburtstag ohne Kuchen? Was wäre das überhaupt noch für ein Leben? So wollte ich wirklich nicht leben. Ein Leben ganz ohne Süßes, das endet früher oder später sowieso mit einem Rückfall. Also habe ich nach einem Ausweg gesucht und der war einfacher, als ich dachte. Stevia und Xylit. Sie machen nicht süchtig, bringen den Blutzuckerspiegel nicht aus dem Gleichgewicht und was für mich entscheidend ist, sie verursachen weder Karies noch Migräne. Bei meiner Recherche im Internet bin ich auf dunkle Schokolade mit Xylit gestoßen. Und ganz ehrlich, dunkle Schokolade ist mein Guilty Pleasure. Und natürlich Daten, die sind perfekt, wenn man natürlich süßen will. Und dann bleibt noch die große Frage, was ist mit dem Geburtstagskuchen? Ganz einfach, du hast zwei Wege. Entweder du genießt einmal im Jahr ein Stück deines Lieblingskuchen ohne schlechtes Gewissen oder du machst ihn selbst mit Xylit statt Zucker. Hey, du hattest doch noch ein Dessert versprochen. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich zeige euch 3 einfache und leckere Rezepte. Und während ich dir gleich die Rezepte zeige, kannst du in der Zeit einfach kurz auf Abonnieren klicken und dem Video einen Like dalassen. Ein dickes Dankeschön für jeden einzelnen Klick von mir und natürlich von Felix. Ich starte mit einem richtig cremigen Schokoladen-Cheesecake. Dafür brauchst du Quark, 3 Eier, Schlagsahne, Kakao, einen Zuckerersatz und, wenn du magst, etwas Schokoladenprotein. Dann alles für etwa 3 Minuten mixen, bis die Masse richtig cremig ist. Anschließend in die Form füllen, backen, auskühlen lassen und dann in den Kühlschrank. Und kalt, ich sag's euch, schmeckt er einfach himmlisch. Und dieses Rezept ist noch einfacher. Die Erdbeeren pürieren,
dann Quark, Chiasamen und etwas Süßungsmittel dazugeben. Alles gut verrühren, bis eine glatte, cremige Masse entsteht. Danach in Gläser füllen und für etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Zum Schluss noch ein paar Erdbeerenscheiben oder Minzblätter obendrauf und fertig ist ein Dessert, das leicht gesund und richtig lecker ist. Manchmal braucht es gar nicht viel, um etwas richtig Feines auf den Tisch zu bringen. Dafür erwärmst du Sahne und Milch langsam zusammen mit Xylit und frischer Vanille. Wichtig ist dabei, nicht zu heiß werden lassen, einfach so lange rühren, bis sich das Xylit komplett aufgelöst hat. Während die Mischung etwas abkühlt, weichst du die Gelatine ein und rührst sie dann in die warme Creme ein, bis sie sich gut verbindet. Danach füllst du alles in kleine Gläser und stellst sie in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit erhitzt du die Himbeeren mit etwas Xylit, bis sie weich und schön saftig sind. Dann kommt auch hier die Gelatine dazu, kurz abkühlen lassen und vorsichtig auf Panna Cotta gießen. Probiert mal, das ist so süß-sauer. Schmeckt nach Sommer. Probiert mal, das ist mein Lieblingsdessert. Davon kann ich wirklich 2-3 Gläschen essen. Tue ich aber nicht. Zuckerfrei zu leben war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Und falls du das auch ausprobieren möchtest, ich habe einen 30-Tage-Guide erstellt, der dir Einstieg super leicht macht. Da findest du alles, was du brauchst. Erklärungen, worauf du achten solltest, einen Schritt-für-Schritt-Plan, viele Rezepte, einen 30-Tage-Träger und einen Wochenessensplan ohne Zucker und natürlich auch mit passenden Rezepten dazu. Wenn du Lust hast, schaust du einfach mal rein. Vielleicht ist das genau das, was dir hilft, diesen Weg zu starten. Danke, dass du heute dabei warst. Und ja, Felix hört natürlich alles mit und möchte unbedingt wissen, ob er wieder Regie führen darf. Schreib mir Team Felix in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye bye.